Zeit ist Fisch. Auf die Plätze, fertig, los hier. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. It's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Mit Herbert Sea Ice steht der erste Finalteilnehmer fest. Heute und in der kommenden Woche wird Herberts Gegner für das Endspiel gesucht. Tobias Eckwall, der es schon in der ersten Staffel bis ins Finale schaffte, gewann seine bisherigen Partien im YouTube Predator Cup 2019 relativ souverän. In der ersten Runde gewann er deutlich gegen John Chowns vom Ufer. Im Viertelfinale gegen Jan Pusch vom Boot lag er zur Halbzeit zwar hinten, doch er drehte die Partie und siegte am Ende dann noch ziemlich ungefährdet. Für Hassan Duran war der Weg ins Halbfinale deutlich steiniger. Er musste zunächst 4 Kontrahenten im Qualifikationsturnier ausschalten, bevor er in einem knappen Match vom Ufer gegen Veit Wilde und einem weniger engen Duell mit Dietmar Isayasch vom Boot 2 sehr erfahrene Turnierangler bezwingen konnte. Interessant dabei, dass genau diese beiden Gegner in derselben Reihenfolge auch Tobis Kontrahenten auf dessen Weg ins Finale 2018 waren. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale, ersten Tag des zweiten Halbfinales des YouTube Predator Cup. Ich stehe hier mit dem Vorjahresfinalisten Tobias Eckwall. Toby, you feeling ready? I'm feeling ready. I have a good plan, and the only thing that can make me lose is that fish doesn't bite. So I'm confident. You didn't test fish so much? I haven't, but I've tested fish quite much during this year because I'm fishing a lot with some Dutch friends. So yeah, I'm gonna go there. Hassan, Ja, du hast es bis ins Halbfinale geschafft ja. und wirkst gut vorbereitet für heute. Es geht. Ich bin einfach nur gerade noch ein bisschen ruhig drauf, noch gechillt. Mal sehen, ob es sich ändert. Ich hoffe, die Fische beißen. Aber das Training hat ganz gut funktioniert, oder? Ich war jetzt 2 Tage los und wir haben auf jeden Fall Fisch gefangen, auch nicht wenig. Ich hoffe, das reicht für den Tobi. Der hat ja immer so komische Ideen, die dann auch tatsächlich funktionieren. Ja. Aber ich gebe mein Bestes und ja, abgerechnet wird erstmal heute Abend und dann haben wir morgen ja noch einen Tag. Genau. Ich schicke euch jetzt beide auf die Reise. Alles klar. Die beiden Angler sind heute wieder wie im ersten Halbfinale am ersten Tag separat unterwegs vom Ufer. Jeder macht sein eigenes Ding. 8 Stunden Bruttoangelzeit und ja, wünsche euch beiden dicke Fische. Vielen Dank. Los geht's. Let's do it. Nice to meet you, and tight lines. Ja, thank you. Good luck with Swedish. Wie im ersten Halbfinale gibt es ein paar kleine Regeländerungen im Vergleich zu den Achtel- und Viertelfinals. Das Halbfinale wird an 2 Tagen ausgefischt, einen Tag separat vom Ufer und einen Tag gemeinsam vom Boot. Insgesamt können 7 Fische in die Wertung eingebracht werden. Derjenige, der nach Tag 1 zurückliegt, gibt vom Boot so lange die Spots vor, bis es einen Führungswechsel gibt. Die Faktoren der 3 Fischarten liegen wie bisher bei 2, 1,3 und 1. Wir sind gespannt, welche Strategien die beiden Angler an Tag 1 verfolgen werden. Ja, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg an einen nahegelegenen Hafen. Ich will gar nicht so viel Zeit verplempern. Eigentlich hatte ich ursprünglich einen anderen Plan, aber den kann ich jetzt leider doch nicht angehen. Da habe ich mir tatsächlich wenigstens einen großen Barsch erhofft, aber vielleicht klappt das jetzt auch an der Stelle, wo wir hinfahren. Zielfisch wird sein Barsch und Zander und später will ich auf jeden Fall auch an den Fluss fahren, weil wir da auch im Training echt gut gefangen haben. Also es könnte eine spaßige Folge werden, könnte aber auch ein Reihenfall werden. Also mal gucken, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und versuche den Tobi zu schlagen. Ich denke, ja, er macht wieder was ganz Spezielles, vielleicht wieder Poldern oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal. Darin ist er nämlich ziemlich gut und ja, gucken wir mal, ob er mich zerledert oder nicht.
Actually, I'm quite pumped. This is going to be very fun. I'm going to be driving 1.5 hours to the first spot. I'm going to go to the polders again, trying to catch like a couple of fish quite fast, and also just quite some decent fish there to be caught, because as you saw last year I caught like 2 8cm pike, and if I can catch like 2 8cm pike and like 5 around the 60-70, I have a good chance for tomorrow. And when I'm done with the polders, I'm gonna go to a river where there's a lot of sand there, and I fished there from the bike during the summer. We caught like 20 sander in 4 hours of fishing, 1 perch, 1 decent pike, and also 2 sander around 70 centimeters. So that's my plan. Let's drive there. Pedal to the meadow. Bauen wir erstmal Kescher auf. Mal ganz wichtig, wenn man am Spot ankommt, erst den Kescher aufbauen. Die Freude kommt danach. So, direkt mal 2 Clips rein, weil wir ja natürlich confident sind und glauben, dass wir Großfisch fangen. Jetzt können die Fische kommen. So, mein Plan ist es, erstmal mit so einem Nutella-farbenen Köder, Chartreuser Schwanz, Quantum Kuhpeddler zu fischen, 8 cm. Das hat mir hier gestern auch Fisch gebracht. Habe hier auch gestern übrigens meine PB-Brasse gefangen, auf den neuen 7 cm Köfi in Natural Perch. Richtig riesiges Ding. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir davon heute auch noch einen kriegen. Schön auch immer die Stahlspitze vorschalten. Ich bin hier jetzt auf Zander, die stört das überhaupt nicht. So eine ganz feine Stahlspitze, 5 bis 6 Kilo. Weil hier kann immer ein Hecht einsteigen. Und den wollen wir natürlich auch haben. Der Kescher ist groß genug. Ja, Fisch. Geil. Was ist es? Oh, ein richtig guter Barsch. Bitte, 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 bitte. Der gibt mir richtig Punkte. Nein, ich hänge hier fest. Bleib dran. Bitte. Bleib dran. Mach bloß keinen Mist hier. Nein. Schwierig. Ja! Oh, war das eine Geburt, ey. Das war, glaube ich, die schlechteste Landung, die ich jemals hatte. Wow, aber richtig schöner Fisch. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Das macht den Tobi auf jeden Fall nicht glücklich. Die Fischgröße ist brutal. Richtig schöner Turnierfisch. Mann. Ihr merkt es mir vielleicht an, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber allen Grund dazu. Guck mal, wie schön der gehakt ist. Guck mal, wie schön der gehakt ist. Genau im Bäckchen. Der konnte mir nicht mehr entwischen. Quantum Kuhpeddler, 8 cm. Die Nutella-Farbe. So, wollen wir ihm mal ein bisschen Sauerstoff noch geben. Einen kurzen Moment. Es ist hier natürlich echt blöd zu messen. Ich hoffe, der rutscht mir nicht ab. Das ist nämlich ziemlich risky hier. Ganz vorne liegt er an und wir haben 41 cm.
Richtig gut, richtig gut. Perfekter Start. So kann es weiterlaufen. Ich bin ja eigentlich auf Thunder unterwegs, aber habe extra auch so eine Allround-Farbe gewählt. Also super gut. Vielleicht schwimmen hier noch welche in der Größenordnung rum. Schau mal, was für eine dicke Kugel. Richtig wohl genährt. Komm, mein Kleiner. Vom Kescher releasen. Du schaffst das. Jawohl, was ein schöner Abgang. Yes, Alter. Geil. Weiter geht's. Traumstart für Hassan. Während Tobias noch im Auto sitzt, bringt der Leverkusener einen erstklassigen Wertungsfisch ans Ufer. 41 cm bringen 82 Punkte. Lässt Tobias sich von diesem Fang unter Druck setzen? Quite fun. I'm driving and he's catching fish, but like it's better to be on the right spot at the right time than fishing on a spot that you can fish on immediately, but you don't believe in. So still, it's got a nice fish, but I'm still confident. There's a lot of more hours to go. Ja, oh nein! Ich gesagt, wieder ein Barschbiss. Wieder ein guter Biss. Verdammt! Egal, weitermachen. Finally there, and I have prepared everything. I have my backpack filled with the pike gear, since we're gonna start to fish for pike. And like last year, I'm gonna start with the spinnerbait, because the spinnerbait worked really good. And now it's a little bit warmer, and I'm going for big pike. So I'm gonna use a little bit bigger spinnerbait, and since this is just a trailer, you don't need to put on your most expensive lure. I use the monkey shad, and the monkey shad from Embor, it's a really cheap lure, but still it works great and it has good quality. Enough talking, let's start. I want to catch a pike fast. Irgendwas hängt da dran. Ja, oh, der tut mir leid, der kleine Mann. Ja, er wird als Köfi enden. Aber 3 Bisse, ein Fisch. Wahrscheinlich war der letzte auch nochmal so ein besserer Barsch. Das ist bei so einem Turnier natürlich kacke, wenn man die nicht rausholt. Ich glaube, das hätte dem Tobi auch ordentlich Druck gemacht. Aber stay confident, keep calm. Das wird schon werden. Ich versuche jetzt mal Parallelwürfe. Weil wir werfen hier natürlich die ganze Zeit geradeaus und holen den Köder auch geradewegs auf uns zu wieder ein. Manchmal ist eine andere Fluchtrichtung der Schlüssel. Ähnlich wie bei Dietmar. Den Köder seitlich beschleunigt, ja nach oben. Darauf standen sie. Die Parallelwürfe. Come on, light, big green. I don't have time with this. Soon I'm gonna go against red light. Missed the first fish. Not good.
Fish! Not the easiest way to land it, but yes, in the net. The polder delivers. Not the size that I want, but still it's good to have one fish on the paper. If I would guess, I think it's 58 centimeters long. Let's see. It's actually longer than I thought. It's 66, right? Perfect. Well, 66 centimeters pike is not massive, but it's a start. So I'm just gonna put it back and keep on fishing. Bye bye. What a release. Well, and what I'm doing now is that I have been fishing some smaller spots that's a little bit deeper. And the deeper spot in here in the polders often hold fish. So I'm making like 10 casts in every deep spot I know about. But now it's time to keep on fishing. Erleichterung bei Tobias. Der weite Weg zu den Poldergräben war zumindest nicht umsonst. Der 66er Hecht bringt ihm zwar nicht die Führung, doch er macht definitiv Hoffnung auf mehr. Es steht 82:66 für Hassan. Ja, Tobi hat einen Hecht gefangen, also ist er wahrscheinlich poldern. Kann es natürlich nicht genau sagen, aber what else? Das kann er ja, hat er uns ja schon bewiesen. Ja, dann soll es so sein. Ich hoffe auch auf einen Hecht als Beifang, muss ich sagen. Heute habe ich jetzt nicht unbedingt vor, auf Hecht zu angeln. Naja, mal schauen. Viel Glück, Tobi. That was great. It's always good to catch the first fish because then you get a little bit of confidence. Both, you know that you're doing something right. And what I know, Hassan hasn't caught anything more than one perch, so 1-1. The only problem is he has a little bit bigger, more ponds than I have, but still that could turn quick since I know there's a lot of 80 centimeters pike here. And if I catch one 80 centimeters more, I have a good advantage. Ja, Fisch! Ah, wo ist der Kescher? Ach, da. Ist das ein Decent Perch? Wie der... Ah, nee, Zander. Oh, der hängt nicht gut, der hängt nicht gut. No. Verdammter Mist! Der Fisch hatte Maß, hat man hoffentlich gesehen. Der hätte mich auch weitergebracht. Verdammt! 4 Bisse, ein Fisch. Kurz vorm Landen vom Kescher gesprungen. Neue Stahlspitze drauf. Das Fluoro ist, denke ich, lang genug. Wie gesagt, das stört nicht bei Zandern. Gefühlt könnte man da auch direkt an die Hauptschnur binden. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das ärgert mich wirklich, weil es war nämlich mein letzter von den Ködern. Das war jetzt noch eine ähnliche Farbe. Da ist das Schwänzchen aber leicht andersfarbig. Und das stört mich ja schon. Für mich muss es exakt immer die gleiche Farbe sein. Aber ja, gut. Dann ist das so. Ah, verdammt, ey. Jetzt muss es der beste Assassin machen. Eine Nuance weniger Nutella. Eine Nuance chartreuser. Das stört mich schon. Aber gut, der wird bestimmt auch Fisch bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Damn it! Endlich ist es soweit.
Weihnachten steht kurz vor der Tür und wir haben ein paar coole Neuigkeiten für euch. Es gibt wieder die Monkey Lure Special Selection Box, einmal in 10 und 7,5 cm. Und wir haben endlich es geschafft, die Monkey Lure Cap rauszubringen. Jetzt erhältlich bei Hecht und Barsch. Und weil es bald Weihnachten ist, hauen wir auch ein Spezialpaket auch mit raus. Hier als Weihnachtsbundle, ein Box plus Cap, bekommt ihr ein 35 € Köderpaket obendrauf geschenkt. Hau mal rein, Leute, nur solange Vorrat reicht und das wird nicht lange. Tschüss, Leute. Erst fangen, dann zocken. Besorge dir eine LMAB Catch Casino Box, fange Fische damit, lade sie hoch und spiele somit um Preise im Wert von über 10.000 €. Was es mit diesen 3 limitierten und exklusiven Produkten, die sich natürlich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen, genau auf sich hat, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Es ist mal wieder Zeit für ein Gewinnspiel und passend zu dieser packenden Uferpartie haut unser YPC-Sponsor Shimano 2 richtig geile Uferkombos raus. Und zwar haben wir heute für euch eine Shimano Yasai in 2,70 m als Zander-Version und dazu passend eine Shimano Ultegra 2500er. Das Ganze hat einen Wert von um die 290 €. Und die zweite Kombo, die ist sogar noch ein bisschen krasser. Und zwar haben wir es hier mit einer Yasai LTD Zander River Jigging zu tun. Die kommt mit einer Shimano Stradic brandneu als 4000er Rolle. Das Ganze hat sogar einen Gesamtwert von etwa 510 €. 2 geile Kombos. Die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Halbfinale zwischen Tobi und Hassan. I just missed a really good pike. It was like 80 or 90 centimeters. It took right in front of my feet. But since I'm using a spinnerbait, it's not always really easy to hook them, especially not when they bite just right in front of you, because you get a really bad angle. I'm not glad I lost that one, I'll tell you. Could have been a really, it was probably a really important fish. Yes! That's fun. Second fish for this tournament, for me. The first one I caught was much fatter, but actually I think this is, yeah, the same size. Let's see. Yeah, it's 67. I'm gonna put it back because I think there are a lot of more fish here that can be caught, and I want to fill my paper today. Bye bye. Wie Hassan hat auch Tobi mit Fehlbissen zu kämpfen, doch dieser Anhieb sitzt. Ein 67er Hecht bringt seinen Punktestand auf 133. Er holt sich erstmals die Führung. Ja, ah no, ist abgegangen. Nein. Ey, miserable Quote heute. Richtig miserabel. Aber war was ganz Kleines. Wahrscheinlich ein ganz, ganz kleiner Barsch, durchsichtig. Ja, war das ein kleiner Barsch? Das ist eine Kammschuppe, auf jeden Fall. Hier, verdammt. Richtig miserable Quote. Aber sie kommen sich die Nutella-Kompromissfarbe angucken. Das ist ja schon mal wichtig.
Wir fischen hier jetzt alles schön in Ruhe aus. Hier kommt noch ein Fisch, da bin ich mir sicher. Don't get stuck there. Yes, in the net. When it started to rain, it's quite fun. This pike, it first missed the lure, I threw it out again, and then it took. I think it's kind of the same size as the other ones. No, it's 60, 70. 70. Good pike. Now I need 4 more fish today. Der nächste Hecht. Tobis Plan scheint voll aufzugehen. Wieder kein Monster, doch weitere wertvolle Punkte. Es steht 203 zu 82 für den Mann aus Schweden. Was macht Hassan? Es kam jetzt kein Biss mehr hier bis zur Spitze hin. Wir versuchen jetzt mal was anderes. Einer meiner besten Angelkompagnons hat mir noch einen heißen Tipp gegeben, was ich hier denn mal benutzen könnte. Das werde ich auch mal gleich tun und hier versuchen mal schnell die Spundwand abzufischen. Und dann ja, kommt der Jigspinner. Versuche ich noch ein paar Barsche zu zocken, am Ende noch 1, 2 Würfe auf Zander und dann mache ich mich, glaube ich, auch schon auf den Weg hier. Der kleine Ilex-Köder hier soll es werden mit dem Wobbler an der Spundwand. Damit hat er hier große Erfolge gefeiert. Ich hoffe, es funktioniert. Schön getwitcht, leichtere Route auch direkt mal genommen. Wenn man hier mal so ins Wasser guckt, ist eigentlich sehr trüb, aber man sieht dennoch ganz viele Baitfische, ungefähr die Ködergröße. Also ich wüsste nicht, wieso es nicht klappen sollte. I don't think it's the same size as the other one. It's still fish number 4. Yeah. So I just need 3 more. But I really need, like I said before, to upgrade these fish. They're not enormous, but like Hassan has only caught 1 perch in like the first hour. Then he had slow fishing. So if I can catch 7 fish today, and he catch like 1 or 2 more, then I have a good advantage for the final day. Yep, I think it's actually quite long. 70 centimeters as well. Great! Let's put it back. And this is why I love the polders. It's like almost always good fishing and fun. Bye bye. I just hope the rain gonna stop soon because I hate it. Auch wenn Tobi das Wetter nicht schmeckt, der Poldergraben liefert ihm den nächsten Hecht und er kann seine Führung ausbauen. Aktuell sieht es so aus, als könnte der Mann von Kanal Gratis bereits am ersten Tag seine 7 Wertungsfische fangen. Sehen wir mal, ob es so weitergeht. Fucking Regen. Ja. Ha? Nee, irgendwas ganz Kleines. Oder ja, schon wieder. Schon wieder ein Köfi gefangen. Der neue Köfi Perch von LMAB. Jetzt gibt der Wind und der Regen nochmal Vollgas hier. So, ich montiere nochmal um. Wieder ein Kuhpaddler. Zwar nicht die richtige Farbe, aber vielleicht ist es ja auch die Aktion. Bring mir Glück.
Auf diesen Köder habe ich tatsächlich bisher mehr Hechte gefangen als sonst was, auch auf die Größe. Sie scheinen die Farbe zu lieben. Aber mal schauen. Auch Zander habe ich schon drauf gefangen. Come on here. Quite small pipe. So I want to fill the paper. Ah. Well, it was the smallest pike of the day. Never fun to lose fish. Well, after rain now has started like a current in this stream or in this polder. So now the water is moving, and I think that's actually quite good for the fishing. I don't like to fish like polders when it's still. I always like movement. That makes the bait fish to move a little bit and maybe activate the pike. Missed it! That was a good pike. Wir machen uns jetzt gemütlich auf den Weg zum Fluss. Schade, dass hier nicht mehr rumgekommen ist. Also wenn die Fische, die ich da verloren habe, noch kleben geblieben wären, wäre das echt eine geile Nummer geworden. Aber gucken wir mal, was der Fluss für uns bereithält. Der ist ja auch immer ganz schön launisch. Yes! In the net. Finally, I hooked a better fish here. I lost the 3 biggest fish and only caught a small one, but this finally I caught a good fish. I think it's like 80 centimeters. This is one of my top 7 fish, I think. It's 84 centimeters. This is a really good pike. Imagine if I would have caught the 3 other big fish I've lost, but still, I'm really happy for this one. This is going great for me. Fish number 5. I just need 2 more fish today and I'm satisfied, but I think I'm gonna catch some more and I think I'm gonna make some improvement. But this is a very good fish. Let's release it. Bye bye. Quite fun to catch this size pike in a small ditch or polder or trench or poldergraben, like Daniel always says. Der größte Fisch des heutigen Tages und der Vorsprung wächst weiter. 357 zu 82 für Tobi. Lange kein Fisch bei Hassan und im Moment sieht es leider auch nicht so aus, als würde sich das in Kürze ändern. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Aber gut, das muss auch sein, höhere Mächte, dagegen kann ich nichts machen. Wir sind hier gerade auf der Brücke und da lassen die ein großes Schiff durch. Deshalb öffnet sich jetzt erstmal die Brücke und wir dürfen stehen bleiben und uns das Spektakel anschauen. Ja. Not that big, but fish number 6. Quite good fishing today. Didn't think it would be this good. Nice. Let's see how big it is. It is 62 centimeters. So I think this is the smallest fish for me today. But still, I just want to fill the paper first. Then I can care about improvement. Bye bye. Pike slime on the finger. And all of the fish I caught in these polders today have been on this setup. Spinnerbait with this monkey shad from Envor. But I changed from the other color to this color. And it's called transparent roach. And what I like with this one is that it has a red tail which attracts the fish. Like a biting mark or whatever you say. But it has like a point it can bite on. Nice!
Nur noch ein Fisch trennt Tobias von einem vollen Scoreboard. Er hat 6 Hechte, Hassan bislang nur den einen Barsch. Doch davon lässt sich der nicht aus der Ruhe bringen. Tja, während ich hier am Fahren bin und wir den Spot wechseln, fängt Tobi hier ein Hecht nach dem anderen. Sind auch schöne Hechte bei, aber ja, ich bin und bleibe noch selbstbewusst. Ich meine, er musste ja auch relativ lange fahren zu seinem Spot, weil er wird mit Sicherheit poldern gegangen sein. Sonst fängt er wahrscheinlich nicht so viele Hechte. Deshalb, wir gönnen uns noch den Maiswaffel und ja, sind zuversichtlich, dass wir noch den ein oder anderen Zander kriegen. Last year I told what the polder is, but for the new audience and for the guys that didn't watch last year, polder is like a small ditch, you can kind of call it, that's connected to a big river, and when the water temperature drops, the bait fish go into these small ditches because it's a little bit warmer water, and the pike comes along. So the best time to fish here is when it's cold, late autumn, winter and early spring. And what you want to do when fishing a polder is you don't want to cast in the middle. Like you see here, it's quite open and it's kind of nothing the pike can hide in the middle. And the pike, they like to hide, so they are standing often close to the shore, close to lily paddies and like underneath boats and stuff like that. So you really have to find structure, weeds or weed beds or lumps of weed and try to fish around them. I have now fished all the way to the end, so now I'm gonna go back, but in order to save time, I'm not gonna stop on all the spots. I'm just gonna stop on the spots where I had a bite or I missed one, where I caught the fish. And then we're gonna head to the sandy spot, so let's hurry. Okay. Am Spot angekommen, erster Wurf. Ist immer einer der besten. Und schauen wir mal, ob sie genauso reagieren wie beim Training. Mich würde es freuen. Die Bedingungen sind super. Ja, Fisch. Geil. Plan geht auf. Mal sehen. Was Großes wird es nicht sein. Zander. Hat Maß. Geil. Richtig schön. Schöner Biss und der sitzt auch wie im Bilderbuch. An der Schnauze gehakt. Plan geht auf. Erster Wurf. Erster Fisch. Vorne liegt er an, da 45 cm. Davon werden wir, glaube ich, gleich noch ein paar sehen. Weiter, weiter, weiter! Na also, die neue Angelstelle scheint vielversprechend zu sein. Es ist sicherlich auch ein wichtiger Fisch für die Moral. Der Zander bringt 58,5 Punkte für die Länge und 10 Extrapunkte für die zweite Fischart. Hassan verkürzt damit auf 419 zu 150,5. Doch Tobias zeigt sich unbeeindruckt. I heard that Hassan is going for small fish. Good luck, Hassan. I'll catch the bigger one. Okay. Also, der Plan ist hier am Fluss. Das mache ich ja auch tatsächlich am meisten. Privat oder auch wenn ich mit dem Sven unterwegs bin, sind wir eigentlich immer an Flüssen unterwegs. Der Plan ist hier jetzt auf jeden Fall die ganzen Zander voll zu machen. Und mal schauen, was als Beifang einsteigt. Es ist hier auch immer mal möglich, dass ein Hecht kommt oder eben auch Barsche. Der Köder passt, die Bedingungen passen. Es wird jetzt auf jeden Fall echt spannend, weil der erste Wurf war sofort Fisch. Beim Training hat es hier richtig gescheppert. Schauen wir mal. Scheiße! Ist ab.
Ja! Big Bite, Big Bite. Richtig dicker Biss, ey. Shit. Bin ich fast von der Buhne gefallen. Verdammte Scheiße. Aber richtig krasser Biss. 90% Köder runtergezogen. In der Hoffnung, dass es aber nicht so ist, fischen wir mal noch ein bisschen aus. Boah, richtig kranker Biss. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Entweder Schwanz ab oder Köder runtergerissen. Ja, zwar nicht runtergezogen, aber zumindest eingefaltet. Oh ja. Ja, 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 ja. Fisch. Geil. Oh, macht schon Druck. Oh, macht schon echt gut Druck. Zander, besserer. Oh, hängt sauber. Wie der von vorhin. Geil. Richtig gut. Hup. Liegt vorne an. 52 cm. Das war ein sehr schöner Biss. Hat auch gut getockt. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Davon bitte noch ein paar. Weiter geht's. 67,6 Punkte für diesen 52er Zander. Der Vorsprung schmilzt, doch Tobi hat auch schon wieder einen Fisch im Drill. Yes. I think this was the fish that I missed because it looks the same and it was also caught on the same spot. Let's see how long it is and how I can keep on catching small zander. Wait, if I squeeze a little bit, 73 centimeters. So that's nice. Now I have filled the paper with 7 fish. So my next target is to upgrade all the smaller ones. But still, I think it's decent result for 7 fish. Let's put it back. Bye bye. Take slime again. You should smell that you have been out fishing when you have been out fishing. Full Card für Tobi. 492 durch 7 Hechte. Mal sehen, ob er jetzt an der Größe arbeitet oder sich einer zweiten Fischart widmet. Oh, der baut da einen echt guten Schnitt auf, muss ich sagen. Hab's mir auch überlegt, an Polder zu fahren. Ist dann doch sein gelassen. Taktisch gesehen müsste er ja rein theoretisch zumindest noch mal eine Fischart fangen. Weil ich werde ja dann wahrscheinlich morgen auf Hecht gehen. Und ich darf die Spots bestimmen. Da gehen ihm die extra Punkte flöten. Mal schauen. Aber bravo Leistung, Tobi. Poldern ist deins. Schwedischer Polderer gegen deutschen Buhnenangler. Finally here at the Zander River, and this river is like a middle big Zander River, and I'm gonna start with the Flatnose Mini that you already know about, and here they're like bright colors, and also I have a small jig head. This is just 5 grams
with and it's tungsten. It's better for the environment, but you have also better contact with the jig. So let's see if this works. And I'm using the Gunky shorten iron tear rod that I used in the first battle. Let's see if the sander are here. And here you can catch sander, quite decent one, and you can catch perch, not that many, but they are here, and you can catch pike. But I don't need any more pike. I want to have all 3 species. First cast, the Blade Runner works. Komm mal, Joey. Wo ist er? Ach, da. Ja, Mann, Joey. Ja, Mann, Joey. Ich hoffe, der kleine Banjaui hat mir Glück gebracht. Kam auf jeden Fall mit sehr viel positiver Energie. Jetzt müssen nur noch die Zander beißen. Good sander. Good sander. Yes. Look at it, it looks like a perch. That's a lot of stripes. Everything going my way today. I had good polder fishing. I went here, fished for 5 minutes and got this beautiful sander. As you can see, I don't need to have another lure when fishing for sander and perch in the Flatness Mini. Works every time. Such a beautiful sander. Let's measure it. This is 65? Yeah. Yep, 65 centimeters. And the best thing is, I know that there are a lot of more sander in this size swimming in this river. So I'm just gonna keep on fishing and try to replace the smaller pike. Huh, I'm so glad. Everything works out, for once. Yay! That was fun. So surprised that usually you don't catch fish this early, like when you just arrive. You have to try to find them, but yeah, I just want to keep on fishing. Tobi gelingt bis hierhin wirklich alles. Neuer Spot und nach kürzester Zeit landet der gewünschte Zielfisch bereits im Kescher. 65 cm bringen 84,5 Punkte für die Länge und 10 Extrapunkte für die zweite Fischart. Der kleinste Polderhecht mit 62 cm fliegt aus der Wertung. Er steht 524,5 zu 218,1. Ja, die Führung von Tobi sieht natürlich gerade echt böse aus.
Schreibt es doch mal in die Kommentare, was denkt ihr? Wer würde führen, wenn wir beide nebeneinander stehen würden und angeln würden? Glaubt ihr, das ist Glückssache oder nicht? 2 unterschiedliche Gewässer auf jeden Fall, die wir hier gerade befischen. Könnte definitiv besser laufen bei mir. Machen wir uns nichts vor. Morgen sind wir zwar zusammen auf dem Boot, dann lerne ich den Tobi auch mal richtig kennen. Ja, dann sehe ich, wie er wirklich angelt. Man lernt ja auch immer voneinander. Ich liebe es, mit verschiedenen Personen angeln zu gehen. Jeder bringt so irgendwie seinen Flair mit, seine Spezialitäten. Ich hätte gerne gesehen, was der Tobi so anstellt. Ja, aber morgen ist es ja soweit. Ich muss etwas anderes. Oh, ihr seid nicht live dabei, aber das ist scheiße laut und ich habe mich mega erschrocken. Das war wirklich krass. Ich dachte, die Russen kommen oder die Schweden. Ja! Fisch! Fisch sieht aber echt klein aus, fühlt sich jetzt auch nicht so gewaltig an. Ah ja, harter Maß ist schwierig. Müssen wir gucken. Aber das gibt wieder ein geiles Gefühl. Es ist noch lange nicht vorbei. Genau Mindestmaß. Ha? Was ist Mindestmaß? 42, ne? Nein! Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Aber sie sind da, vielleicht wieder in Beißlaune. Ich weiß nicht, welcher Furz da jetzt quer saß bei den Zandern. Oh, falsche Route. Aber vielleicht haben sie ja jetzt Bock. Ich gebe der Route hiermit jetzt offiziell Kleinfischverbot. Ja, schon wieder. Jawohl, sie haben Bock. Jetzt haben sie Bock. Ist jetzt vielleicht der Knoten geplatzt? Nein! Ich glaube es nicht. Der war auf jeden Fall besser. Auch vom Gewicht her hatte der auf jeden Fall oder bestimmt Maß. Warst du ein Zander? Sag es mir. Fish! Oh! Missed it. They are here, but like you see the weather behind me, it's coming rain. I think that's not good for the sander and perch fishing. They don't like this changing in the pressure, but I totally had a bite there. Ja, Fisch! Alter, ich glaub's nicht! Nein! Oh Mann, ey! Verdammt! Ich dachte, es wäre ein Hänger gewesen und dann hat er gezappelt.
Was ist nur los heute? Vielleicht ist es auch die Aufregung. Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich komfortabel, zurückzuliegen. Zwar jetzt nicht so brutal, wie es aktuell ausschaut, aber beim Fußballspielen wäre ich auch lieber der Verteidiger. Ich sehe mir gerne das Spiel an, von hinten. Fish! It could be a perch actually, or a really small sander. I think it's a small sander, I'm not sure. I hope it's a perch. Come on. It's not big, but it's something. It's a small sander. Yay! No, this one will not be an upgrade. But still fun to catch fish. Let's put it back. Bye bye. Ja! Nein! Ey, was zur Naja, ich fluche jetzt nicht. Verdammt! Hast du das gesehen? Alter! Scheiße! Das war auf jeden Fall ein richtig großer Fisch. Oh Mann! Was war das hier? Ah, hier sind auch Flossen dran. Nee, keine Kammschuppe. Also der zweite zumindest war jetzt irgendwas quergehacktes, wahrscheinlich eine Brasse. Aber der erste Biss, bam, der kam wieder richtig gut. Und wie Petrus es so will, sollte er nicht kleben bleiben. Also Fisch ist da, aber mit Maulsperre. Oder Hassanverbot. Kann auch sein. Es läuft auf jeden Fall nicht so wie geplant. Ich hätte auch die Wertungsfische voll machen können, aber es ist eine miserable Ausbeute. Wir sind jetzt bei 9 Bissen und 3 Wertungsfischen. Fish! I think it's a small sander again. But I hope it's a perch. Well, maybe it's not that small. Oh, well, it is. Oh. Kind of the same size. No upgrade, but still fun to catch them. Now I just want a bigger one. Bye bye. And now it's sun again, so I can take off my jacket. This weather. Ja! Bitte bleib hängen. Ist, glaube ich, wieder was richtig Kleines. Ja, ist wieder ein kleiner. So, mal gucken. Hat er Maß? Hat er kein Maß? Auf jeden Fall sauberer Biss wieder. So, ein schöner Fisch. So, liegt vorne an. 47 cm. Der kommt jetzt rein und schauen wir mal, ob wir noch welche kriegen. Sehr schön. Sehr schön. Da konnte ich ja doch noch einfangen. Es sieht gerade traumhaft aus hier. Auf der anderen Seite sieht es nach absoluter Hölle aus. Upp. Und auf der anderen nach Himmel. Das beschreibt den Tag eigentlich auch ganz gut. Es waren gute und schlechte Zeiten dabei. Weiter geht's! Nach diversen Fehlbissen, Aussteigern und Kleinfisch endlich wieder ein Wertungsfisch. Hassan erhöht sein Punktekonto auf 279,2. I heard that Hassan, he caught another small sander, 47, and that's good, Hassan, that you listen to my advice. Keep on fishing small fish.
well, I'm doing it as well, but I'm catching a big one in between. Ah, da war er wieder. Boah, der hat aber richtig weit draußen gebissen. Ich hatte auf jeden Fall totales Vertrauen in das, was ich hier gerade mache. Aber zum Teil wurde mein Vertrauen hier missbraucht. Aber alles gut. Also ich sehe mich wieder im Rennen und mit guten Chancen für morgen ausgestattet. Wenn jetzt noch einer kommt und vor allem ein besserer, dann könnte es noch was werden. Half an hour more to fish, and it's like what I said in the car. It's better to be on the right spot at the right time and then sacrifice a little bit of time driving. And I'm quite satisfied with the result, but still there's some time left. And I think if I fish precise and effective, I might manage to upgrade the score. Ja, oh nein, Mann, Alter! Das ist doch nicht normal. 14 Bisse, 14 Stück. Ja. Jawohl. Fisch. Mit dem Schiff. Kommt Schiff, kommt Fisch. Oh, nein. Also bei mir ist es halb so schlimm. Hauptsache der Fisch kommt raus. Sieht mir aber stark nach Untermaß aus. Oh. Ah. Deshalb die Warthose. Immer gut. Ja, der wird kein Maß haben, oder? Ne, schon wieder. Aber gut. So soll es sein. Kommt Schiff, kommt Fisch. Jetzt fängt es halt an, gerade geil zu werden. Und natürlich ist die Zeit gleich rum. Tja. Oh, big one! Big fish! This is a good one. I think it could be a really nice sander. It could be a pike, but it's a really nice sander. It's a good size. Here. Yes. It's an upgrade, for sure. Nice. It's like what I said, if I fish effective and precise, I might upgrade, and I did. And as you can see, it really inhaled the Flatness Mini. Just 5 grams of jig head, fished it quite slow. Nice. Nice. Let's see how long it is. It is 61 centimeter. It's an upgrade, for sure. Fun fishing here, both in the polders and in this river, and they're quite beautiful. But I will, yeah, I need to carry on fishing. I want to upgrade the last small pike I have. And what's fun with sanders is when you release them, they really splash. Look here, soon it's just gonna explode. Yeah. Nice. Jetzt ist Tobias wieder an der Reihe. Der 61er Zander ersetzt den ersten Hecht des Tages, der 66 cm lang war, und der Schwede verbessert sich um 13,3 Zähler auf 537,8. It actually be a perch, but I think it's a small sander. But I really hope it's a perch. It can't be a perch. Perchy, small sander. Before the storm, it was very slow fishing, but now, afterwards, it seems like the fishing has started to get good again. Sander is active. This is no upgrade, but fun to catch them. Bye.
Ja! Fisch! Jawohl! Einer der letzten Fische hier. This looks better. Ja, die hängen alle heute echt sauber, muss man sagen. Also zumindest die ich raushol, und der hat Maß. Mal gucken. So, jetzt liegt er vorne an. 53 cm. 53 cm. So, 53 cm. Ganz schnell weg damit ich noch einen Wurf machen kann. So. Schnell, schnell, schnell. Eine Minute. Scheiße. Dann hätte ich den Wurf anders machen sollen. Ich hole noch mal schnell ein. Komm, 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 komm. Come on! Der Wurf war nicht gut. Der Wurf war nicht gut. Und das darf mein letzter Wurf sein. Wir haben 49. 5:49 Uhr. Jawohl. Der ist besser. Der ist besser. Das hat mich jetzt beruhigt. Wahrscheinlich kommt es gar nicht auf diesen Wurf an. Aber den wollte ich wenigstens noch mal gut setzen. Last cast, the first day in the semi-final of YouTube Predator Cup 2019. Let's hope I'm gonna catch a big one. Mein letzter Wurf, Zusammenfassung des Tages. Tobi weiß, wie man Druck macht. Er war natürlich auch an einem anderen Gewässer. Das ist eine andere Angelei. An einem Polder alleine zu stehen vor allem, ist, glaube ich, definitiv entspannter als beim letzten Mal mit Dustin, der ihm da einen vorgerannt hat. Deshalb auch zum Teil das Regelwerk für den Ufertag, aber ich hoffe, für die Zuschauer hat es echt Spaß gemacht. Mir persönlich hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Zanderangeln ist immer geil, vor allem am Fluss. Aber es ist eben der Fluss. Das kann man leider Gottes, nicht so gut beeinflussen, wie man denn eben auch möchte. Und ja, ich setze viel auf den morgigen Tag. Ich liege ja zurück, sprich ich darf die Spots vorgeben. Und ja, ich werde auf jeden Fall Hechtangeln gehen, weil auf Barsche zu angeln macht relativ wenig Sinn. Zander könnte man vielleicht auch mal ausprobieren, aber ich denke, der Hecht wird es dann morgen sein. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt noch auf den letzten Wurf hier ein guter. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Die Bilanz war auf jeden Fall bis jetzt 17 Bisse. Und die Fische, die rauskamen, habt ihr ja gesehen. Also wirklich miserabel. Warum die nicht kleben bleiben wollten, kann ich euch nicht sagen. Es tut mir selber im Herzen weh. Da kommt aber ein Schiff. Kommt Schiff, kommt Fisch. Nope. No bite. Well, I didn't took anyone, and I'm not sad about it because it's been a really good day on the water for me. I'm like very satisfied with the result. I think it's going to be hard for Hassan tomorrow, but who knows? It's fishing. But I'm satisfied. And it's been, yeah, great. Now let's get back home and prepare for tomorrow. Because tomorrow everything will be decided. Tja, in meinen Kreisen bin ich für meine letzten Würfe auf jeden Fall gefürchtet. Die bringen eigentlich sehr zuverlässig Fisch, aber jetzt sollte es nicht sein. Ich bin aber auch froh drum, bin echt fertig von dem Tag, muss ich sagen. Und ja, freue mich gleich auch die Jungs mal zu sehen und vor allem auch mal mit Tobi zu quatschen, denn dazu kamen wir ja noch gar nicht. Ja, und dann mache ich mir meinen Schlachtplan für morgen, den ich mir tatsächlich auch erst heute überlegen werde. Also es gab keinen Masterplan, will ich damit sagen. Deshalb bleibt es unglaublich spannend. Leute, freut euch auf die nächste Folge. Ich tue es. Ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. I forgot to say something. Swedish anglers are the best. Bye! Ob das zumindest in Bezug auf das Duell mit Hassan stimmt, seht ihr schon am kommenden Sonntag wie immer hier auf YouTube.
Tobias geht mit einem Vorsprung von 537,8 zu 348,1 in den zweiten Wettkampftag. Doch wer die Partien zwischen Dustin Schöne und Herbert Ziereis gesehen hat, weiß, dass so ein Polster ganz schnell weg sein kann. Euch allen eine schöne Woche und denjenigen, die es ans Wasser schaffen, viel Petri.